Und hallo zusammen, ich habe vielleicht eine potenzielle gute Nachricht. Und so jetzt einmal werde ich in diesem Sommer vielleicht Video zu machen, dass es viel zu besprechen und es gibt vieles Freizeit habe für mich und Entschuldigung für meine schlechte Mikrofon. Meins vor 1 Monat kaputt gegangen. Ihr könnt in der Halle, du kannst das sagen, ja, natürlich. Ja. Und ja, dieses Video-Content, ich denke vielleicht Wimbledon, eine Tennis-Tournament. Ich hoffe, Accra's Sinne für eine Finale zu spielen, also um die Club-Weltmeisterschaft und vielleicht die NBA of Seasons sind dieses Video-Content. Und ja, gut, reden wir über die echten Neuigkeiten. Und Nico Williams könnte zu Barcelona kommen. Es stimmt, es ist etwas früh, aber darüber zu sprechen. Aber ich denke, ich bin eine schnelle Menschen, ja, du weißt. Und wir machen es. Ich habe sogar ein Vorschaubild für ein Video fertig, das erklärt, warum Nico Williams verpflichtet hat, weil ich letztes Jahr es gemacht habe, aber es nicht funktioniert hat aber ist schon in Ordnung, weil anscheinend hatte Nico Williams zu einer Berater heute Gespräche mit Barcelona, das nehme ich ziemlich ernst. Er hat auch mit Bayern München über eine Möglichkeit wechseln dorthin gesprochen, da ich seine Situation bei Athletic Club zu entwickeln scheint. Ich bin mir nicht sicher, ob er Barcelona sein wird und da auch alle anderen Vereine interessiert sind. Und die Herausforderung bei Nico Williams ist, dass Athletic Club ihm ein ziemlich höheres Gehalt sagt und aufgrund ihres einzigartigen Systems, aber sie können eine höhere Gehälter anbieten und die Spieler zu halten, und da sie nur Spieler auch einem Baskenland in Spanien und in Frankreich verpflichten können, aber das bedeutet, dass Barcelona nicht nur eine berechtigte Ausstiegsklausel zahlen müsste, die normalerweise sofort fällig wird, sondern auch in einem höheren Gehalt zu kämpfen hätte. Und Barcelona hat gerade 25 Millionen sofort für einen anderen Spieler gezahlt. Und wie Verträge heutzutage typisch funktioniert, wenn die Transferbüros aus Bürgerhalter richten, Gründen über die Vertragslaufzeit gestundet, wenn Joan Garcia zum Beispiel für 25 Millionen gekauft und für 5 Jahre unterschieden würde dieses 25 Millionen Gebühr auf jedes Jahr verteilt. Was wenn Verein jährlich etwa 5 Millionen plus seine Gehalt kostet würde, das macht diese Dinge für Vereine finanziell viel einfacher. Und Barcelona hat jedoch bereits 25 Millionen für dieses Kalenderjahr ausgegeben und befindet sich nun in Gesprächen mit Nico. Und wenn dieses Transfer zustande kommt, müssen sie Athletic Club wahrscheinlich die Ausstiegsklausel sofort zahlen. Ich weiß, wenn eine Menge Geld ist und zumal ich Barcelona noch nicht zur 1&1-Regeln zurückgekehrt sehe, selbst wenn sie es sind, müssen sie die Mitten finden. Aber sie haben dieses Jahr wahrscheinlich mehr Geld durch Trikots-Kaufe eingenommen und die Lauf einiger Quellen eine Art Zeitdruck erreicht haben, weil dieses neue Barcelona-Trikot und glaube ich gut verkauft wird. Und dann ich denke, die Verpflichtung von Nico Williams macht offensichtlich viel Sinn und wir werden schon in der Weite über ihn, er ist kein Fertigprodukt, aber ich glaube wirklich, dass er in einer Nähe zu perfekter Flügelspiel ist. Seine Statistiken werden dieses Jahr nicht so phänomenal, aber jemand wie Luis Diaz hatte in dieser Saison bessere Statistiken, aber ich denke, Nico hatte mehr Verletzungen zu beklagen und er spielt auch in einer weniger
ähnlichen Team als Liverpool. Daher ist es kein optimaler Vergleich. Es ist auch sehr schwer, aber in dieser Spanien Tore zu erzielen. Ich würde so sagen, aber schwieriger als diese Premier League, wo sie das Team nicht so annehmen, so weit zurück sein, besonders wenn man in einem Team spielt, im Luis Diaz mit Mohamed Salah spielt. Aber Salah Chef im Raum für Diaz, während Nico normalerweise ist ein Mittelpunkt ist. Ich weiß, ich hatte eine großartige Saison für so viele Verteidiger. An und Inaki ist immer da. Aber der Punkt ist, ich glaube wirklich, wir haben Nico Willi bei der spanischen Nationalmannschaft gesehen. Wir haben seine Beziehung zu Lamine Yamal gesehen. Tatsächlich hat Lamine Yamal sogar etwas gepostet, lassen Sie mich gesehen natürlich, ob ich für Instagram finden kann, aber im Wesentlichen gehe ich davon aus. Und das ist eher Gerüchte gehört und er weiß, dass es ein Verein darüber gesprochen wird, und er spricht wahrscheinlich mit Nico und über die ganze Sache und wird aufgeredet. Er hat vor ein paar Minuten etwas in seiner Story gepostet. Im Wesentlichen rief und seine Freund Nico aus und sprach über diese ganze Sache. Und ich verstehe es natürlich. Diese Jungs sind beste Freunde und in Besuch, in einer Stimmung und keine Kabine ist das meiner Meinung nach für eine großartige Verpflichtung. Also wissen Sie, es gibt viele Fragezeichen, was Luis Diaz bringen würde. Es ist auch älter bei Nico Williams, ich glaube nur 22 Jahre. Das ist verrückt, wenn man darüber nachdenkt, und das ist die Tatsache, dass dies verhinderte Verpflichtung ist, an der Nico interessiert ist. Das würde doch, oder für ihn ist es ein Kinderspiel natürlich, und er wäre besser Stachung anzukaufen, aber es ist nicht so, dass er nicht passen würde, und ich bin sicher, er könnte viele verdienen und diesen Fensterstartplatz haben, aber das Problem ist, er spricht die Sprache nicht. Seine beste Freund spielt nicht dort, und ich denke, er hat schon eine Wege seit ihm ein Auge auf Barcelona geworfen. Und wird er immer in einem festen Startplatz haben? Ziemlich sicher nicht, aber denn Rafinha ist da, und Hansi Flick hat über eine Ausstellung gesprochen, bei Rafinha in der Mitte auf einer Nummer 10 Position spielen. Im Grunde die Position, wir haben Dani Olmo in die ganze Saison gespielt hat, und das wird diese Frage auf, wo er dann stellen würde, und vielleicht würden wir Torre und vielleicht sogar Fermin Lopez verkaufen, aber wenn das klappt, ich möchte Fermin für keinen Betrag kaufen, und ich möchte ihn nicht gehen lassen, aber der Punkt ist, Nico wird und Minute kämpfen müssen, oder er wird diese aufteilen natürlich, und das ist keine schlechte Sache, oder? Ich hatte letztes Jahr eine Verletzung, Probleme, wir haben das Probleme, viele Probleme mit das, und er ist gerade erst in einer Bewertung, einigen steigen, aber ich denke, es ist gut für eine Karriere für Lamine Yamal, denn ich weiß, dass Nico nicht auf der rechten Seite spielt, aber eine Flügelspiel in der linken Seite zu haben, können wir so zu spielen, aber wir diese Saison gespielt hatten, wo die meisten Lamine und eine Flügelspieler auf einer rechten Seitenlinie hatten, und der nach ihnen sehen kann, aber auch der rechten Seite viel Aufmerksamkeit für auf sich, und kann Nico das tun, und es erlaubt uns, Lamine zu schonen und einfach unsere Taktik zu ändern, wo Rafinha vielleicht
auf dieser rechten Seite oder vielleicht wir haben Fermin Lopez dort spielen und das ist einfach unklar natürlich. Und ich mache hier noch immer sogar zu dieser Finanzien und bin gespannt, wie diese hinkommen. Wir haben gesehen, wie Laporta im letzten Jahr in diese Dinge geredet hat, von allem genehmigt wird, denke ich, die UEFA natürlich hat ein Problem mit Barcelona, anderen finanziellen Problem. Und natürlich haben wir viele Probleme mit auch immer dieser Präsidentin der La Liga heißt. Ich habe einen Namen vergessen. Und was es Barcelona etwas schwieriger macht, tatsächlich etwas auf Transfermarkt zu tun. Wie zum Beispiel Spieler registrieren und was wäre definitiv Problem für Nico? Ich denke, er hat praktisch überall garantierte Spielen, wo hinein und es ist ein großes Risiko für Barcelona und sie können ihm keine Spielzeit garantieren. Ich bin sicher, sie werden es versuchen, aber ich wäre gespannt zu sehen, wie das aussieht und wie die Verhandlungen aussehen und wie sie die Situation mit Barcelona verkaufen und die Spielen. Denn ich gehe einfach davon aus, es gibt nicht so viele Leute natürlich, wenn dieser Mann gesehen lassen sollte oder können und nicht so viel wert werden. Und ich glaube nicht, dass wir in den Momenten wichtiger einen Invent-Verteidiger verlieren können. Ich weiß, diese Fan haben hier über Arau gesprochen. Er sah für Uruguay nicht gut aus. Ich meine, ich habe einen Fehler von ihm gesehen. Ich habe einen Rollenspieler nicht gesehen, aber um auch gegenüber vollkommen transparent zu sein. Aber dieser Punkt ist, ich glaube nicht. Das war wirklich eine Innenverteidiger verlieren können. Langley wurde gerade freigestellt. Das was großartig ist. Großer Applaus. Ja, Langley und Trincao jeden Tag ähnlich zu sehen. Und ich bin einfach dankbar, was wir haben. Und etwas vielleicht, ich denke, 30 Millionen Euro vielleicht von seinem Tagvertrag gestrichen. Das Spieler einfach nicht tun, aber ja, er hat viele Geld verdient, obwohl er nicht für Barcelona gespielt hat, aber es ist unglaublich ehrenschaffe Sache, besonders von normaler Order, wenn ich sehe in der Lange, dass du 35 Millionen Euro werde gestichen hast und das ist mich eine großartige Sache, wie Langley in der Zukunft sehen werde. Der Punkt ist, dass es wohl in einem wenig Spielraum gibt, es diese Spieler wie Nico Williams zu verpflichten. Ich glaube, das ist ein Grund, warum Gespräche jetzt stattfinden. Und heute gibt es vielleicht, das ist 12 Uhr Abend und ich bin verdammt müde und ich habe keine Ahnung, warum ich bin hier. Also ja, mein Fehler. So, aber ich danke euch für Zusehen und ja, wir sehen uns.